Nothing left to fear. Take my hand and see all that we could. Sechs Monate vor der Hochzeit habe ich eine E-Mail bekommen. Sophie und Johannes haben sich beim Tauchen kennengelernt. Und wer die zwei kennt, weiß, die müssen unter Wasser heiraten. Wir haben uns getroffen, haben alles besprochen und haben über Wasser schon mal fotografieren geübt. Und am nächsten Tag ging es zum Üben in den Pool. Ein brasilianisches Model hat mal zu mir gesagt: Christian, die ganzen deutschen Männer können nicht küssen. Die machen alle ein Duckface. Und wir haben Küssen geübt unter Wasser. Zu jeder Hochzeit gehört ein Hochzeitstanz. Und damit er gut klappt, haben wir geübt unter Wasser, denn die beiden konnten nicht unter Wasser tanzen. Da ich nun regelmäßig mit meiner Frau unter Wasser tanze, habe ich einfach mal dem Paul die Kamera gegeben und wir haben Tanzen geübt. Wenn man das noch nie gemacht hat und tanzt zum ersten Mal unter Wasser, dann ist es meistens so, dass man schneller atmet und tiefer atmet. Dadurch schnippt man dann nach oben. Das wäre natürlich nicht gut auf der Hochzeit. Und deswegen haben wir hier nochmal Tanzen geübt. Und ein echter Gentleman bedankt sich natürlich für den Tanz. Ja, ich habe mir dann vom Johannes die Kamera wiedergeben lassen. Und der Johannes hat seine Sophie wiedergekriegt. Und dann waren die beiden dran. Und man sieht ganz deutlich, das ist am Anfang noch gar nicht so einfach. Die beiden sind eben noch nicht geschwebt, obwohl es wirklich gute Taucher sind. Und gleichzeitig sich zu bewegen und das ein bisschen anmutig aussieht. Naja, wir hatten unseren Spaß. Und dann geht es ein bisschen enger. Naja, es ist ein Hochzeitspaar. Ja, und irgendwann schwebten sie und es lief dann auch immer besser. Wunderbar. Bei solchen Pirouetten muss derjenige, der gedreht wird, mit den Flossen halt mitschwimmen und die Füße auch ein bisschen schräg stellen. Als es dann alles geklappt hat und wir das Pflichtprogramm durch hatten, haben wir noch ein paar Bilder im Tiefen und im Flachen gemacht. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. Damit das Paar dann wirklich entspannt und natürlich aussieht, macht es total Sinn, das alles unter Wasser auch nochmal zu üben. Mache ich übrigens auch mit den Paaren über Wasser, dass man am Tag X dann wirklich gute Fotos kriegt, einfach weil man es schon mal getan hat. Am Vorabend sind wir angereist, haben uns alles angeschaut und am nächsten Tag habe ich LED-Licht aufgebaut, das sieht man hier gerade, denn wir hatten auch Videoaufnahmen vor. Richtig super war die Wasserqualität, also echt. Ich kann nur jedem empfehlen, für ein Unterwassershooting in einem neuen Bad vorher die Qualität immer zu checken. Man lebt ganz unterschiedliche Dinge. So, hier sieht man mich mal bei der Arbeit. Ich orientiere mich gerade noch. Geht gleich los. Wir sehen jetzt hier das Paar, wie es im Wasser ist. Und das schwimmt jetzt langsam zu so einer Plattform. Ich habe noch überlegt, ob das mit dem Licht wirklich so geht. Aber es ging. Schaut euch auch die Fotos an.
Die Aufnahmen, die ihr alle seht, hat der liebe Scotty gemacht. Ich habe ja Fotos gemacht. Und jetzt ist mal Zeit, den Scotty vorzustellen. Ich habe mir vorher im Internet verschiedene Videos angesehen, wo schon mal eine Hochzeit war unter Wasser, auch im Montemar, um mich ein kleines bisschen darauf vorzubereiten. Teamarbeit ist bei so einem Vorhaben total wichtig. Muss man vorher klären. Sind die Fotos am wichtigsten, richtet sich der Videograf nach dem Fotografen. Es sollte nie passieren, dass der eine in die Sichtachse des anderen schwimmt. Liebe Sophie, lieber Johannes, vielen lieben Dank, dass ich eure Hochzeit fotografieren durfte. Hat mega Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die Unterwasserfotos in Bali, wo wir euer After-Wedding-Shooting machen wollen. Und alle anderen bitte ich, lasst doch mal ein Like da. Tschüss, bis zum nächsten Video.